Ja, es stimmt. Ein Kind zu verlieren ist im wortwörtlichen Sinne unvorstellbar. Der Schmerz, den man als Eltern empfindet, ist tatsächlich jenseits aller Vorstellungskraft, jenseits dessen, was man sich vorher hätte vorstellen können. Am 7. Mai 2024 um 8 Uhr begann für uns eine neue Zeitrechnung. Am 7. Mai 2024 um 8 Uhr erhielten wir die Nachricht, Paul ist tot. Seitdem gibt es für uns nur noch ein Davor und ein Danach. Aber Paul hat uns eine Aufgabe gegeben. Wenn ihr das nicht für mich macht, bin ich euch auf ewig sauer. Was meinte er damit? Er zeigte seinem Bruder ein kurzes Video mit fröhlich tanzenden Sargträgern und kommentierte das genau mit diesen Worten. Wenn ihr das nicht für mich macht, bin ich euch auf ewig sauer. Und sauer wolltet ihr den Paul nicht erleben. So ausgeglichen er im Normalfall war, manchmal hatte er ein kleines Wutproblem. Schon mit 10 Jahren hing er ein selbstgemachtes Schild an seine Zimmertür. Vorsicht, wird schnell wütend. Damit war aus seiner Sicht alles geklärt. Aber so wütend er auch werden konnte, auch im schlimmsten Streit, zu Claudia und mir hat er nie ein böses Wort gesagt. In 23 Jahren nie eine einzige Beleidigung oder Schimpfwort. Das Schlimmste, was er je zu uns sagte, war im Alter von 4 Jahren. Damals hat er mit seinem Bruder einen Streit vom Zaun gebrochen. Die Strafe dafür war, wie wir es nannten, Verbannung nach Elba. Hieß, raus aus dem Wohnzimmer und alleine ein Stockwerk höher ins Kinderzimmer. Für Paul ein krasses Fehlurteil, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeiten machten ihn wütend. Sehr, sehr wütend. Beim Treppe raufgehen schimpfte er zunächst leise, aber dann immer lauter werdend. Ich hasse dieses Haus. Ich hasse alle Menschen. Und morgen spiele ich mit Feuer. Um Paul zu verstehen, musste man immer zwischen den Zeilen lesen und einen Schritt weiter denken. Er hätte niemals zu uns gesagt, ich zünde euer Haus an. Nein, er machte uns klar, ich verstoße gegen eure oberste Sicherheitsregel und spiele mit Feuer. Wer weiß, was dann passiert. Und das mache ich nicht heute, das mache ich morgen. Schlaft gut, ihr Lieben. Zwischen den Zeilen lesen und einen Schritt weiter denken. So funktionierte auch sein Humor. Er war schräg, richtig schräg und schwarz, aber lustig. Vor 2 Jahren habe ich die Diagnose Parkinson bekommen. Mein Vater hatte Parkinson und sein Vater auch, nun ich. Allerdings 20 Jahre früher als die beiden. Na toll. Wie geht man um mit einer unheilbaren Krankheit? Ein paar Tage später saßen Claudia und ich zusammen und machten uns genau darüber Gedanken. Paul setzte sich zu uns, hörte eine Weile zu und sagte dann, sprechen wir nochmal über Erbkrankheiten. Da hätten wir also mütterlicherseits Krebs und Demenz und väterlicherseits Schlaganfälle, Diabetes und Parkinson. Stand auf, blickte uns kurz an und meinte, ich wollte euch nur nochmal ganz herzlich Danke sagen. Und verschwand. Wir haben uns sprachlos angesehen, mit offenem Mund und mussten lachen. Zum ersten Mal seit Tagen. Und genau das war seine Absicht. Ich habe 2 Jahre für eine passende Antwort gebraucht. Hier kommt sie. Gute Nachrichten, Paul. An Schlaganfällen und Krebs wirst du nicht sterben. Na komm schon. So schlecht war er auch nicht. Paul hätt's gefallen. Für ihn könnte man sogar noch einen draufsetzen. Paul, du alter Glücksmolch. Demenz und Parkinson wirst du nie bekommen. Fest versprochen. Das war sein Humor. An sowas hatte er Spaß. Und so wollte er auch, dass wir mit seinem Tod umgehen. Mit Humor. Nicht seinen Tod betrauern, sondern sein Leben feiern.
Und da gibt es einiges, was es wert ist, gefeiert zu werden. Paul war 3,5, Karneval stand vor der Tür und wir hatten die Bude voller Pens und alle diskutierten aufgeregt, als was man sich denn alles verkleiden könnte. Nur Paul blieb entspannt. Da habe ich ihn gefragt, und Paul, als was gehst du? Darauf sagte er mir, ich gehe als Paul. Paul war schon immer sein eigener Kompass. Sich verkleiden, etwas darstellen, was er nicht war, das war nichts für ihn. Er war vollkommen geradlinig. Bei ihm wusstest du immer, wo du dran bist. Und wenn wir oder seine Freunde ihn brauchten, war er immer da. Aber jetzt fröhlich feiern? Wie soll das gehen bei all dem Schmerz? Ich will ja nicht angeben, aber meine Familie hat in den letzten Tagen Expertenstatus in Sachen Schmerz erreicht. Claudia sagte mir vor kurzem, wenn ich nachts wach liege und der Schmerz zu groß wird, dann denke ich an sein Lachen. Und schon ist es besser. Und dann hatte ich ein Aha-Erlebnis. Schmerz ist nicht immer gleich und deshalb kann auch nicht Pauls Tod verantwortlich für die Stärke des Schmerzes sein. Schmerz ist die Differenz zwischen dem, was ist, und dem, was ich mir wünsche. Was ist? Paul ist tot. Fakt. Ich wünsche mir aber so sehr, er wäre es nicht. Ich wünsche mir so sehr, er wäre noch am Leben. Und je mehr ich mir das wünsche, desto stärker der Schmerz. Aber wie soll denn Pauls Seele Frieden finden, wenn wir hier vor Schmerz zergehen und ihn nicht loslassen wollen? Also habe ich auch ihm gegenüber die Pflicht, damit aufzuhören, das zu wünschen, was nie erfüllt werden kann. Ich muss loslassen und akzeptieren, was ist. Das ist meine Pflicht. Das ist meine Aufgabe. Und ich hoffe, Paul, dass du deinem Vater all die Momente verzeihst, in denen er an dieser Aufgabe kläglich scheitert. Und verzeih mir bitte auch, dass ich für kurze Zeit Berichten in der Bild-Zeitung, kopiert von Spiegel, Fokus, Stern etc. geglaubt habe, anstatt dir zu vertrauen. Gott sei Dank wissen wir es heute besser. Am 7. Mai 2024 um 8 Uhr begann für uns eine neue Zeitrechnung. Wir danken Gott für die Zeit davor, für die 23,5 Jahre, die wir Paul begleiten durften. Und die Zeit danach? Am Tag 3 war Vatertag, am Tag 6 Muttertag, am Tag 11 mein Geburtstag. Paul, für dein schönes Geschenk wollte ich nur noch mal ganz herzlich Danke sagen. Wir lieben deinen Bruder Peter und dich über alles, mein Sohn. Und daran kann kein Tod etwas ändern. Danke, dass ihr heute hier seid.